Herzlich willkommen zurück zu Gruse mit mir. Ich bin MadCChris und ich freue mich wie immer, dass ihr zurückgefunden habt auf meinen Kanal. Heute hat Goose Pimples hoffentlich auch einiges an Goose Pimples für uns, also an Gänsehaut. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Lasst ein Abo da bei mir und bei Goose Pimples, wenn es euch gefällt. Und ja, auf geht's. Goose Pimples. So, da haben wir 10 unheimliche Videos, die sie zu begraben versuchten, aber wir fanden. Ah, warum YouTube das überhaupt übersetzt? Ist nicht gut übersetzt, ne? Also 10 unheimliche Videos, die man versuchte, was weiß ich, vor uns zu verstecken, aber Goose Pimples hat sie gefunden. Bin stark gespannt, was uns da erwartet. Goose Pimples, hau rein. A group of ghost hunters are exploring an abandoned morgue at stupid o'clock when something very creepy is caught on camera. The footage was uploaded on YouTube by Geht ja sofort los, ne? Ohne Toppy, a team with a knack for showing up at scary places in Russia to gather paranormal evidence. This time, Sergey, Nastya and Igor decided to investigate an abandoned morgue that was temporarily built during the 2020 lockdowns. However, as it turns out, that place might not be as abandoned as they first thought. Also ein Bestatter in Russland. Ah, das Kreuz ist runtergefallen. Oh nein. Der Sarg hat sich bewegt. Ja, bewegt sich tatsächlich. While Sergey and Igor investigated the organs room, Nastya decided to stay where the pathologist used to work. She sat alone in pitch black darkness to heighten her senses, when suddenly Wieso der Pathologe überhaupt? Wieso arbeitet bei einem Bestatter ein Pathologe? the crucifix fell off the table, seemingly on its own. But that wasn't enough to remove this brave lady from the room. Somehow, the coffin also started opening by itself, right behind her. Throughout the entire investigation, we could see orbs flying all over the place, and the team kept feeling a heavy atmosphere. However, the items left behind inside that abandoned morgue, along with the state of the whole place, Haben die da dann einfach Organe zurückgelassen in irgendwelchen Behältern? Also ich habe das sowieso vorhin ja so verstanden, dass das nur ein behelfsmäßiges Bestattungsdingsbums ist. Ne, während Corona wurde das da wohl eröffnet und dann irgendwie auch so zurückgelassen, wie es war. Ich dachte, in Russland gab es kein Corona. Habe ich öfter gehört bei den Nachrichten aus Russland, also was da die offiziellen Stellen so verlautbart haben. painted a vivid picture of the despair and sadness felt by those who lost their loved ones during the pandemic. This certainly added a significant amount of credibility to the footage they captured, but was it enough to prove that the place is really haunted? Let us know your thoughts. Schwierig. Also durch also das fallende Kreuz, der Sarg hat sich etwas verschoben. Ob das jetzt für mich Anzeichen sind für einen megamäßigen Spuk? Nein. Number 9. Levitating Kitty. Here's a weird one for you. This next video has been circulating the scary compilation channels for how creepy it seems at first glance. But is it really something paranormal? Well, let's find out. Seine Haare sind paranormal.
Ach, Leute. The uploader claims their cat protects them from ghosts, and most paranormal channels are featuring this video as potentially real supernatural events. But let's zoom in, shall we? Wait, what's that? Doesn't it look like her arm grabbing the cat? She even turns her head as the cat levitates. Katze schwebt nicht, die Frau hebt die rüber. You see, the videos from most personal security cameras come in low resolution to ensure more hours of captured footage and less storage required. This poor quality can sometimes lead to glitches where... Guck mal, er gibt uns sogar jetzt noch eine Erklärung, warum die Bildqualität oft so schlecht ist. Um Speicherplatz zu sparen, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das stimmt. Also wenn man eine längere Aufzeichnung macht, klar. Da muss die Bildqualität nicht so gut sein, damit der Speicher ausreicht. Ah, gut, ich werde darüber nie wieder lästern. moving objects seem to disappear in plain sight. But in this case, even with the low resolution, we can clearly see her arm, so no idea why everyone's making such a big fuss about this video in the paranormal community. Keine Ahnung. Sure, it definitely... Ich muss sagen, Goose Pimples hatte ja letztes Mal auch noch einen Clip, da hat er auch sowas aufgedeckt. Oder da hatten die ja auch sowas, weil da war eine weibliche Sprecherin, glaube ich. Und jetzt schon wieder. Finde ich gut. Finde ich gut, dass die da sehr kritisch rangehen. Machen viele bei den Compilations nicht. Ich will das jetzt gar nicht kritisieren. Ich finde das nur sehr gut, dass er das macht. looks creepy, but is it really paranormal? Nein. Or do you also see that arm there? Ich habe Let us den Arm know auch gesehen. in the comment section. Bin ich Number blind? 8. Hospital from Hell. On the 27th of November 2022, paranormal investigator and professional TV panel moderator Carles Martinez received a terrifying video that left his audience going nuts. This scary video was captured in the Felix Bulnes hospital after a security staff member came across what he claims to be one of the many poltergeist cases he has seen while working for that hospital. But what could possibly leave him so creeped out this time? Let's take a look. Let's take a look. A patient appears to be struggling with an unseen force, so much so that it gets the nurse's attention. The way his leg moves from one side of the bed to the other seems everything but normal. It looks as if he's fighting for his life. And mind you, this wasn't the psych ward, so what could have spooked him that way? Es ist ein Krankenhaus. Und wer weiß, was der Mann hat. Vielleicht auch psychische Probleme. Keine Ahnung. Da war jetzt, klar, es sah seltsam aus, aber die Bewegungen sind halt auch seltsam, weil er sich seltsam verhält. Und da war jetzt nichts bei, was mich auf was Paranormales schließen lässt. And why did his leg look like it was literally yanked? Ja, es sieht so aus, aber es I ist guess nicht we'll so. never know. But we Es ist nicht so, weil er wird ja gar nicht gezogen. Er bewegt sich ja auch noch mit dem anderen Bein. Also er schiebt sich ja selber nach hinten. love to hear your thoughts on Es this ist one. nichts Paranormales. Number 7. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was das jetzt mit dem paranormalen Ermittler davor zu tun hat. Weil das war jetzt eine Überwachungskamera. Und ich glaube kaum, dass der paranormale Ermittler die Kameras im Patientenzimmer, also seine Kameras in Patientenzimmern aufstellt und Patienten filmt. Number 7. The haunted room. Tired of the conventional girls' night out, these two friends decided to spend the night in the haunted Crescent Hotel. Also anstatt einfach so auszugehen, ja, mietet man sich einfach in einem verwunschenen, verfluchten, von Spuk geplagten Hotel ein. Ja, normale Beschäftigung. In Arizona. Built in the 1800s, this hotel is well known for its numerous ghost sightings. Room 218 is the most active location, where multiple guests have reported seeing hands come out of the bathroom mirror. The crystal dining room has playful spirits in Victorian dresses, and a man, also in Victorian clothing, was seen sitting near the windows. Dr. Norman Baker, who ran an experimental cancer hospital in the hotel, is still seen today in... Das ist aber auch wieder eine Story, ne? Erst einmal ein Hotel über 100 Jahre alt. Alles schon gesehen da. Im Tanzsaal tanzen die Leute noch in den alten Gewändern. Überall
irgendwelche Erscheinungen. Dann das Hotel, eine Krebsklinik mit experimentellen Behandlungsmethoden. Alles abgedeckt. Vielleicht ist das Hotel, ist das auch vielleicht noch auf einem alten Indianerfriedhof gebaut worden? Entschuldigung, ein Friedhof der amerikanischen Ureinwohner. In his purple shirt and white linen suit. Tours are offered year round, and apparently it's pretty Die Touren dadurch, ja, ist ja super Werbung, oder? Für dieses Hotel. Ah ja. common for visitors to report being tucked into bed where a man in Und dreimal dürft ihr raten, womit das Hotel mindestens die zweitgrößten Einnahmen macht. Abgesehen vom Hotelbetrieb selbst. Richtig, die Ghost-Touren. Und auch garantiert werden viele dort schlafen, so wie die, von dem erzählt worden ist, die da einfach mal eine Nacht verbringen wollen. Man muss die Leute halt auch ein bisschen füttern. all black Victorian style attire appears for a few seconds. Ja. With all these eerie sightings, it comes as no surprise that these girls also captured something during their stay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Something very hard to explain. Was unser Werbegeist Girls uns Trip, bietet. most haunted hotel in America, and my nightstand. Most Haunted Hotel in America. Das habe ich schon öfter gehört. Von mehreren Hotels. Ich habe letztens jetzt noch gelesen, es gibt halt ein Clown-Hotel, ein Clowns-Hotel. Das soll das meist heimgesuchte Hotel in den USA sein. On the creepy door is my eyes shut. So early bedtime, looking for ghosts. Bet you missed it, didn't you? Habe ich When nicht she gemisst. pans the camera around, Da you rannte can was see durchs a Bild. white figure, almost like an uninvited little girl who seems to have joined the party. Now, one thing we noticed was her shadow, which can be seen on the wall just before she runs in front of the camera. That, of course, raises the question, do ghosts have shadows? Or was this a hoax, and that was her daughter or something? If so, how the heck did she run full speed into the bedside table without crashing and screaming? Creepy, isn't it? Nö. Number 6. Ghost in the kitchen. The family living in this house claims they've been the recipients of some weird incidents. Fortunately, and unfortunately, the security camera caught a rather hair-raising sight in the kitchen. Here's what was caught. Oh, bitte jetzt nicht wieder irgendwas, was von den Tischen fliegt, oder? What seems like a humanoid figure appears from thin air just after an orb Das ist flew geschnitten. full speed, only Das ist geschnitten. Das ist einfach geschnitten, to Leute. suddenly disappear as quick as it's come. It would have to be more than a coincidence that they'd have faulty wiring just before the figure appeared, but it could also be a bit of cheeky editing with a light Das ist ein Kameraglitch, weil die Kamera, glaube ich, Nachtsicht anhatte. Und die Frau hat Licht angemacht. Und für die Kamera ist das zu viel. Deswegen ist das jetzt alles dunkel, weil es ist einfach zu viel für die Kamera. So, und dann macht sie das Licht wieder. Ach, Leute. Das ist sound so effect. verarscht. Number 5. Glitch. Middle Eastern Rambo. Who doesn't like a bit of Middle Eastern poltergeist shenanigans? That's right, it's been way too long since we last featured Adventurer Allah. Ja, also in arabischen Ländern geht's auch immer ab. Also wenn man sich da mal ein paar Ermittler anguckt, die haben ja da immer ihre Djinns und so. Also unterhaltend auf alle Fälle. Ob das immer alles so stimmt, ist da eine ganz andere Geschichte. Aber unterhalten sind die auf alle Fälle. Und ja, da erschreckt man sich auch manchmal tatsächlich, weil ja sehr oft dann irgendwelche Figuren hinter den Leuten auftauchen und so. Was man in europäischen und in amerikanischen Sachen selten sieht. Ja, das ist eher so ein arabisches Ding oder auch in Asien hat man das auch. Hier würde man, ich glaube einfach, wenn man hier etwas faked, wäre es zu offensichtlich.
Und ich glaube, deswegen machen das die wenigsten. Da der Glaube an das Übernatürliche in Asien zum Beispiel besonders hoch ist und man auch im arabischen Raum einiges am Aberglauben und so hat, vor allen Dingen mit den Djinns. Die ja, glaube ich sogar, es ist so eine Art Pendant auch zu den Dämonen eher hier im europäischen und US-amerikanischen Raum. Glaube ich, dass es da eher geglaubt wird. Deswegen zeigt man das ja auch eher. Ich bin gespannt, was wir jetzt hier sehen. Love his videos for how fun they are to watch, but this time we found way too many jump cuts. And even though his channel became popular amongst other paranormal compilations, we want nothing but the truth, and I'm pretty sure you do too. So today, we want to show you what to look for before deciding if a jump cut could be just a camera glitch, or if that jump cut could be a clear sign of fakery. Ach, will Goose Pimpel uns da schon wieder was erklären? Wie gesagt, ich finde das echt klasse. Und das ist auch bei diesen ganzen Compilations, finde ich, von den Machern her ein neuer Ansatz. Ja, weil bisher hat man ja diese Erklärung eher so Leuten überlassen wie mir, die da drauf reagiert haben. So bieten die selber auch mal Ansatz dafür. Finde ich sehr, sehr gut. For that, let's play a game, shall we? Every time we spot a jump cut, you'll hear a We'll then show you how they're pulling their tricks, and at the end, leave a comment with the number of jump cuts you counted. Ready? Cut. Okay. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Schnitt. Das ist unfassbar. Ich wette, wenn jetzt die Gans nicht gekommen wäre, wäre es mir wäre das jetzt gar nicht so aufgefallen. Also da muss ich bei Goose Pimples, also Goose Pimples scheint jetzt schon so populär zu sein, dass da tatsächlich Leute sind, die Zeit haben, sich die Sachen so genau anzusehen und so extremst zu beobachten, die Bild für Bild, dass sie da tatsächlich Schnitte entdecken. Ich finde es richtig klasse. Geht auf Goose Pimples Seite, lasst ein Abo da. Das ist Wahnsinn. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. سمعتوا يا جماعة. أنا خفت تكون عمالة صعبة. Cut. Das war tatsächlich Cut. Das gibt's doch nicht. Die sind so gut gemacht, diese Schnitte. الله القوي وأنتم الضعفاء. The jump cuts couldn't make it any clearer. Check this out. First, he shows the entire room on camera to prove it's empty. Then we can see the first cut, allowing his friend to enter the room off camera and pull a string from the other side. Our guess is his friend is here. And here's another jump cut so his friend can leave the room off camera again. That's when he returns to the room to show us that area and pretend it has always been empty. Anyway, how many jump cuts did you count? Let us know. Das ist echt geil. Also Goose Pimples Respekt. In the comment section. Number 4. Ghost at the Cemetery. Twitter user Sitio Paranormal. Aber nochmal zu den Cuts. Er nennt die ja Jump Cuts.
Wie gesagt, also einen Schnitt hätte ich vielleicht auch noch gesehen. Da hätte ich mir jetzt aber nicht so viel bei gedacht. Gebe ich ganz offen zu. Und da ist halt immer das skeptisch bleiben. Ne? Einfach skeptisch bleiben. So viele Clips, man sieht so viel, was irgendwo dann einmal geräuschetechnisch auftaucht oder irgendwo wird was umgeschmissen und wer weiß was. Und da können überall Schnitte sein, überall. Uploaded a video of a very strange thing caught in a cemetery. You might be questioning, and rightly so, what the hell was a camera doing in a cemetery at night? Genau. Great question. Maybe the gravedigger wanted to catch someone in the act, or maybe it was placed there to prank someone. Who knows? But the way it moved seemed very bizarre indeed. Also die Frage stellt sich mir wirklich, warum hat er da eine Kamera aufgestellt? Das ist natürlich... Found a scary video you'd like us to feature? Send us the link on Facebook, Twitter or Instagram at Goose Pimples YT. Also, don't forget to subscribe and click the bell icon to get a notification for all our new scary compilations. Bei mir auch. Number 3. Paranormal Tenant. Having a security camera in your kid's room, especially the younger ones, could help you keep your eyes on them. You know how much trouble they can get into when you're not around. However, this security camera captures an anomaly you don't see every day. Take a look. Ja, da ist was durch ein Bild gelaufen, ne? As the girls were going about their business of turning the room upside down, a figure was caught running, seamlessly emerging from the wall and vanishing into thin air. This one is hard to tell. It could be a bug at the perfect timing and distance from the camera to give the illusion of someone running. Ja, but richtig. without much info from the uploader about the history of the house or Da brauche ich auch keine History of the House. Das ist ein Insekt vor der Linse, direkt vor der Linse. reports of other weird things happening, it's just one of those creepy videos that will never be truly explained. Doch. Maybe a camera glitch or perhaps a little paranormal tenant. What are your thoughts about this one? Let us know. Das Kind guckt dem ja sogar noch nach. Und jetzt nicht irgendwie erschrocken oder so, sondern das wird ein Insekt sein, 100%ig. Number 2. Oh. The Elevator. TikToker Danny Tumia was made to follow his son on elevator rides and say all sorts of playful gibberish, but he didn't read much into it. Well, that was until this happened. Whoa. Going down. Did you see the reflection on the door? It looks like a humanoid figure with horns caught on camera just for a few seconds. Interestingly, this wasn't the first time something creepy had happened in this elevator. On a previous elevator ride, his son told him the boy is here, but it didn't make sense to him until he spotted handprints right above his son's head. Now he thinks his son can talk to ghosts. Could that be why his son... Die Hand... Ist das Goose Pimples jetzt nicht aufgefallen? Diese Handabdrücke, ich zeige es noch, achtet auf diese Handabdrücke. often seems Er bewegt die Kamera, nichts anderes bewegt sich in diesem Moment, nur diese Hände, dieser Handabdruck. Dieser Handabdruck bewegt sich. Ich zeige das nochmal, ich weiß jetzt gar nicht. Schauen wir nochmal. his son told him the boy is here, Achtet but it drauf. didn't make sense to him until he spotted handprints Da. right above his son's Die head. bewegen sich Now he überhaupt thinks nicht. his son can talk to ghosts. Could that be why his son often seems to talk to himself and Das ist, insist on Verarsche. elevator rides? Or is this another case of TikTok being TikTok? Ja, What do you genau. think? Share Es your ist ein Hoax. thoughts in the comments. Number 1.
Little Red numero Riding uno. Hood. On a dark, rainy night, a security camera captured the stuff of nightmares, subtly hiding in plain sight. Take a look. Da hinten ist jemand hergegangen auch. Fahrrad oder Motorrad? Did you notice how the little girl appeared behind the car? Nee. She didn't seem bothered about the rain, but was rather fixated on holding her gaze on something, or someone. While that might have been a lost girl too drenched to care, it might as well be. Also, ist es denn nicht auch einfach möglich, dass da auch ein kleines Mädchen stand? Muss das jetzt was Paranormales sein? Muss das jetzt... Die Bildqualität sagt mir darüber jetzt gar nichts, weil die ist überwachungskameratechnisch schlecht, weil eben halt Speicherplatz. Aber das ist doch einfach nur ein Mädchen im roten Kleid. Been something far more sinister. But whatever it was, it's definitely not as terrifying as this compilation. Ja, danke Goose Pimples. Hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Auch eben, weil Goose Pimples jetzt viel erklärt und auch halt zeigt, dass manche Sachen manipuliert sind. Finde ich sehr, sehr gut, dass man sich da die Arbeit macht. Klar, die Clips sind wie immer reine Unterhaltung, selbstverständlich. Aber ja, gute Arbeit. Unten in der Beschreibung der Link zu dem Video von Goose Pimples. Lasst Goose Pimples ein Abo da, dem Video ein Like. Und bei mir bitte auch einmal liken. Abo, Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Grusel mit mir. Leute, macht's gut, haltet die Ohren steif. Adios.